Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute wieder im M2 unterwegs, M2 Competition, um genau zu sein. Ich habe jetzt die Leistungssteigerung von Manhart an Bord, zusammen mit dem anderen Auspuff, auch von Manhart. Und heute möchte ich nochmal Zeiten messen, und zwar 50, 120. Was sich da jetzt getan hat, wie viel ist er schneller geworden im Vergleich zur Serie. Ja, heute möchte ich jetzt also schauen, wie wirkt sich die Leistungssteigerung aus, wie viel ist er schneller geworden im Vergleich zur Serie. Außentemperatur haben wir heute 8 Grad, das heißt, es ist ein bisschen wärmer als letztes Mal, als ich die Messung mit dem Standard-Setup gemacht habe. Der Tank ist diesmal ganz voll, auch das ist anders als beim ersten Mal messen. Beim ersten Mal messen war der Tank ungefähr halb voll, das heißt, jetzt sind wir also auch noch mal ein bisschen schwerer. Jetzt fahre ich das Auto noch ein bisschen warm, damit er auf Temperatur kommt, und wenn er auf Temperatur ist, dann starte ich ein, zwei Messversuche, wie viel er schneller geworden ist, ob er schneller geworden ist. Also rein vom Gefühl ist er deutlich schneller geworden, und jetzt möchte ich halt einmal schauen, ob sich das Ganze auch in Zeiten belegen lässt. Was man jetzt vielleicht auch merkt, ich weiß nicht, ob das durch das eingebaute Mikrofon der Kamera rüberkommt, der Auspuff ist vom Geräuschpegel jetzt wahrnehmbar beim Fahren. Also beim Standard-Setup oder mit dem Originalauspuff war es ja so, dass man ihn teilweise während der Fahrt gar nicht gehört hat. Mit dem Auspuff von Manhart ist es so, dass man ihn während der Fahrt hört. Er ist jetzt nicht super laut, also er könnte meiner Meinung nach auch noch ein bisschen lauter sein. Ich habe es gerne schon, dass es ein bisschen knackiger, ein bisschen kerniger klingt, aber es ist definitiv eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Originalauspuff, und er sieht viel, viel besser aus. Das kann ich jetzt heute in dem Video nicht zeigen, das werde ich aber demnächst auch nochmal zeigen, dass also der Auspuff, der jetzt von Manhart gebaut wurde, der ist jetzt bei weitem nicht mehr so voluminös hinten mit diesem riesigen Endschalldämpfer. Das sieht also viel, viel ästhetischer am Auto aus, als es das vorher beim Originalschalldämpfer war. Aber wie gesagt, das zeige ich euch dann in einem gesonderten Video. Das ist also wirklich optisch eine riesige Verbesserung im Vergleich zur Serie. Auch von der Klangqualität im Stand zum Beispiel ist ein deutlicher Unterschied zu spüren, und eben auch beim Fahren. Also es ist insgesamt viel, viel schönerer Klang und endlich auch wieder ein wahrnehmbares Geräusch, wenn das Auto an ist und das Auto sich bewegt. Davor war das teilweise wirklich gar nicht hörbar. Ja, jetzt noch mal ein paar Eckdaten zum aktuellen Stand des Fahrzeugs. Wie gesagt, die Leistungssteigerung von Manhart ist jetzt im Fahrzeug drin. Das bedeutet also eine Softwareoptimierung auf ca. 550 PS. Das Ganze gibt es auch mit Eintragung, habe ich also auch mit Eintragung genommen. Der Auspuff von Manhart hat eine ECE-Zulassung, das heißt also, der ist eintragungsfrei. Da ist eine entsprechende Plakette auf dem Auspuff angebracht. Luftfilter hatte ich ja neulich schon mal in einem Video gezeigt. Da habe ich jetzt von den Standard-Papierluftfiltern auf auswaschbare Luftfilter von K&N gewechselt. Das wird jetzt keinen großen Unterschied machen. Das ist einfach nur, wie gesagt, weil ich einfach diese Papierluftfilter nicht sonderlich mag und ich es eigentlich sehr charmant finde, dass man die Luftfilter immer wieder verwenden kann. Ja, das heißt, das Fahrzeug hat jetzt ca. 550 PS. Auf dem Leistungsprüfstand war ich nicht, aber dieser Datenstand, dieser Softwarestand, den Manhart da aufspielt, der ist derselbe, wie er auch zum Beispiel im M4 oder im M3 aufgespielt und eingesetzt wird. Das heißt, es ist also ein erprobter, zuverlässiger Datensatz, der also auch rennstreckentauglich und langzeittauglich ist. Das war mir auch sehr wichtig, dass es jetzt hier kein Datensatz ist, der irgendwie frisch ist oder irgendwas, was dann nachher auf Langzeit vielleicht nicht funktioniert oder Schäden hervorruft. Und jetzt bin ich wirklich mal sehr gespannt, was dann da an Zeitenverbesserungen rauskommt, denn das eigentliche markante oder beeindruckende ist nicht die Leistungssteigerung von diesen 410 Werks-PS, die er, glaube ich, nicht hatte, weil wir haben ja auch bei der Eingangsmessung gesehen, dass er langsamer war oder eigentlich zeitgleich mit dem Standard 440i, den ich habe, und der hat ja nur 326 PS. Nee, das Besondere hier bei dem Manhart-Datensatz ist eigentlich, finde ich, die Drehmomenterhöhung. Manhart bietet das an mit einer Erhöhung bis zu 800 Newtonmeter. Ich habe dann gesagt, dass ich das Auto auf der Rennstrecke einsetzen möchte und wirklich auf Nummer sicher gehen. Das heißt, man hat jetzt hier nur 750 Newtonmeter Drehmoment freigegeben, aber dennoch ist das einfach eine extrem hohe Steigerung in Sachen Drehmoment. Standardmäßig hat das Fahrzeug ja, glaube ich, 550 Newtonmeter, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Und da ist das einfach ein gewaltiger Sprung und das merkt man auch sehr, sehr deutlich. Man muss halt auch dann ein bisschen aufpassen beim Gas geben. Man sollte jetzt nicht aus dem Drehzahlkeller heraus gleich vollen Ladedruck geben, sondern eher, sag ich mal, ja, ab 2.500 Umdrehungen oder sowas. Da kann man dann auch mal den vollen Ladedruck loslassen, aber aus dem Keller heraus sollte man das der Kupplung und dem Doppelkupplungsgetriebe eigentlich nicht antun, auch wenn es das eigentlich aushalten sollte. Andere Standard-M-Fahrzeuge, es gibt ja auch den M3 CS zum Beispiel, der hat ja standardmäßig auch 650 Newtonmeter, also da sind wir dann nur noch 100 Newtonmeter von den 750 Newtonmeter von dem Manhart-Tuning entfernt. Insofern, das können die Autos schon, aber dennoch muss man es ja nicht provozieren, irgendeinen Schaden. So, dann versuchen wir mal den ersten Lauf. Ich bin jetzt im MDM-Modus, Sport Plus, Getriebe und Motorkennlinie. Wir haben Außentemperatur 20 Grad und los geht's. Ja, also wie wir gesehen haben, ich hatte ein bisschen zu kämpfen aufgrund des vielen Drehmoments, aber wir haben sofort eine Bestzeit, 3,975. Das würde ich auf jeden Fall nochmal probieren. Vielleicht mit ein bisschen weniger Gas, um zu gucken oder zu verhindern, dass da die Reifen so heftig durchdrehen. Aber das ist Wahnsinn. Also ganz ehrlich, das ist ein komplett anderes Auto jetzt. Das ist tatsächlich ein schnelles Auto und jetzt spürt man auf einmal auch Leistung. Also das ist nicht zu vergleichen mit der Serie. Die Serie war wirklich eingeschlafen und langsam. Und das Ding, das hat jetzt richtig Biss und richtig Dampf. Das geht schon tierisch ab. Also das kann ich nur jedem M2 Competition-Fahrer oder auch M2-Fahrer, Manhart bietet ja auch Tuning für den normalen M2 an, kann ich nur jedem empfehlen. So muss das sein, so muss sich das anfühlen. Alles andere, ja, braucht man eigentlich kein sportliches Auto kaufen, wenn dann nachher keine sportliche Fahrweise möglich ist bei Bedarf. Das ist natürlich jetzt nichts, was man im Alltagsbetrieb irgendwie brauchen würde, sondern das ist wirklich nur, wenn man einfach mal auf die Rennstrecke geht oder tatsächlich die Strecke mal frei ist, dann macht das Sinn und dann macht das Spaß. Und dann finde ich, ja, wie gesagt, wer da Freude daran hat oder wer da so ein bisschen autobegeistert ist, also dem ist das nur wärmstens zu empfehlen. Sekunden. Fucking 3,5 Sekunden. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und das war noch nicht Ende Gelände. Das Ding hat so viel Druck, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Man kriegt das gar nicht mehr auf die Straße. Das ist selbst 50, 120 kriegt man nicht mehr auf die Straße, weil der einfach so viel Druck hat. Und die Reifen durchdrehen. Brutal. Einfach brutal. Sekunden, das ist der absolute Hammer. Das ist der absolute Hammer, wie die Kiste geht. Also es ist brutal. Brutal, einfach brutal. 3,2 Sekunden, 50, 120. Der Wahnsinn. Ich fahre jetzt noch ein bisschen kalt. Unfassbar. Also ich bin wirklich sprachlos. Ich bin schon einige Autos gefahren, aber das habe ich so noch nicht erlebt tatsächlich. Also es ist wirklich der Camaro mit 500 PS und 700 Newtonmetern, das ist kein Vergleich zu dem hier. Der Maserati oder die Maseratis, die ich gefahren habe, auch kein Vergleich. Natürlich klar, klangtechnisch sind die Maseratis viel besser, aber beschleunigungstechnisch ist das hier wirklich, ja, also bisher das Schärfste, was ich gefahren bin. Wirklich brutal. Und wie gesagt, es ist nicht möglich, da komplett Vollgas zu geben, weil er immer wieder quer kommt, weil die Reifen durchdrehen. Man muss dann gegenlenken, man muss ein bisschen vom Gas gehen. Es ist nichts Weichgespültes, es ist tatsächlich noch Autofahren im klassischen Sinne, dass man auch was machen muss, dass man auch sozusagen verstehen muss, was da passiert und nicht einfach nur stupide irgendwie Gas und Bremse bedient und der Rest über Elektronik geregelt wird.
Das ist schön, dass das heute noch gibt, wenn auch nur, sag ich mal, im Zubehör. Aber immerhin, es geht noch. Die Zeiten werden ja wahrscheinlich früher oder später verschwinden. Grandios. Also ich kann es jedem Autoliebhaber nur empfehlen, der auch ein M2 fährt. So macht das dann nachher wirklich Sinn. So sollte das eigentlich von Werk aus auch sein, aber ja, das geht halt heutzutage nicht. Nee, grandios. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.